zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den zweiten Teil der Installation der M-Performance Heckklappe und dem M-Performance Spoiler, in dem Fall dem großen Spoiler. Es gibt ja wie gesagt verschiedene Varianten des Spoilers, beziehungsweise BMW bietet zwei Varianten an. Eine etwas kleinere Spoilerlippe, die lediglich geklebt wird, und dann die größere Version, die ich jetzt hier nochmal zeige, die dann eben entsprechend verschraubt wird mit entweder der Original-Heckklappe oder aber wie in unserem Fall oder in meinem Fall hier mit dem entsprechenden Carbon-Heckdeckel bzw. der Carbon-Heckklappe. Die habe ich ja im ersten Teil schon gezeigt. Die Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr gut. Heute geht es jetzt darum, wir müssen ein bisschen bohren. Ich habe mir die Anleitung bereits ausgedruckt und ich muss sagen, also auf den ersten Blick, ich habe jetzt noch nicht gebohrt, kannst natürlich das Endergebnis noch nicht beurteilen, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, die Installation des Heckspoilers, der diese durchströmte Variante darstellt, also der große Heckspoiler, den ich jetzt auch verbaue, ist an der Carbon-Heckklappe einfacher, zumindest ließe sich von der Anleitung so, als an der Original-Heckklappe. Warum ist das so? Es müssen noch bei der Original-Heckklappe entsprechende Verstärkungsteile verbaut werden. Es muss entsprechend gemessen werden und angezeichnet. Deswegen würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was hier am Ende bei rauskommt, ob das alles gut geht oder ob da irgendwas schief läuft, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, die Installation des großen Heckspoilers ist an der Carbon-Heckklappe etwas einfacher als an dem Original-Heckspoiler. Und Stichwort Anzeichnen und Stichwort komplizierter. Ich habe ja das alles online bestellt und habe mich da von BMW bzw. von dem jeweiligen BMW-Händler beraten lassen. Und er hatte mir im ersten Paket, ich hatte das ja auch im ersten Video drunter geschrieben, so verschiedene Teile, so einen Teilesatz auch eben zusammengestellt, damit ich das verbauen kann. Jetzt war aber, als ich die Anleitung dann im Detail nochmal gelesen habe, relativ schnell aufgefallen, beziehungsweise ja, mir ist dann aufgefallen, dass eben Teile, die er mir verkauft hat, eigentlich für den Original-Heckdeckel sind, beziehungsweise für die Installation am Original-Heckdeckel. Da gehört zum einen mal diese Schablone hier dazu. Diese Schablone braucht man nur, wenn man den großen Heckspoiler am Original-Heckdeckel verbauen möchte. Damit könnt ihr nämlich dann die Bohrlöcher sozusagen vorzeichnen. Und zusätzlich zu dieser Schablone braucht man auch nur für die Original-Heckklappe diese Verstärkungssets hier. Das sind solche Metallunterlagen, die man dann an der Original-Heckklappe eben zusätzlich noch verschraubt und die diesen Bereich verstärken, beziehungsweise den Bereich verstärken, wo dann der Heckspoiler verschraubt wird. Das wäre dann von der Positionierung ungefähr hier bei der originalen Heckklappe irgendwo. Und die braucht man jetzt eben nicht, wenn man hier diese Carbon-Heckklappe hat. Das heißt, diese Verstärkungen als auch die Anzeigeschablone, die sind dann sozusagen hinfällig, wenn ihr so eine Carbon-Heckklappe habt. Falls da jetzt irgendjemand bei euch draußen auch sich den großen Heckspoiler bestellt und Interesse an so einem Verstärkungssatz für die Original-Heckklappe hat, könnt ihr mich ja gerne anschreiben. Dann mache ich euch einen guten Preis, weil ich brauche die Teile nicht, und wenn ich euch eine kleine Freude machen kann, kriegt ihr die für einen guten Preis von mir dann nachher zugeschickt. Dann hatten wir auch im ersten Video schon gesehen, eben BMW-Logo, das kommt dann ganz am Schluss. Was dann noch wichtig ist, die Anleitung. Die habe ich mir eben vorab schon mal ausgedruckt und hier, wie gesagt, wird ein bisschen gebohrt. Hier sind auch nochmal ich zeige das hier mal. Hier sind auch nochmal alle Teile aufgeführt, die, egal jetzt für welchen Einsatz ihr das installieren wollt, benötigt werden. Das bedeutet also, BMW hat das dann aufgeteilt in den folgenden Installationsschritten in eben Installationstyp für die Carbon-Heckklappe oder eben für die Standard-Heckklappe.
Wichtig für die Carbon-Heckklappe, das hatte bei mir noch gefehlt, das musste ich dann nochmal nachkaufen gehen, ist eben dieser Satz hier. Das sind sozusagen solche kleinen Metallhülsen, die ihr an diesem Punkt auflegt, so grob verschraubt, und dann über diese Zentrierung hier bekommt ihr dann sozusagen die Position, in der ihr bohren müsst. Das heißt, hier und hier werden dann 2 Löcher gebohrt und da wird dann nachher später der große Heckspoiler dran montiert. Dann sehen wir hier auch, dass wir eben unterhalb der Auflageflächen so eine kleine Gummierung anbringen müssen, damit das da eben nicht verkratzt. Und nachdem man die Löcher gebohrt hat, wird das Ganze dann schon verschraubt. Das heißt, im Großen und Ganzen ist die Installation auf den ersten Blick relativ simpel. Spannend wird es, wie gesagt, hier in dem Bereich, wo wir bohren müssen. Na, kriege ich es einigermaßen scharf? Ja, kriege ich scharf. Ja, da sind eben zwei Bohrschritte notwendig, erst mit einem 5er und dann mit einem 11er Bohrer. Für den Bohrer habe ich mich jetzt für den Metallbohrer entschieden. Das war laut meinen Recherchen so das Sinnvollste, was man nutzen kann, wenn man durch Carbon bohrt. Auch das werde ich heute rausfinden, ob das stimmt oder ob das nicht richtig war. Und dann hätte ich gesagt, legen wir jetzt einfach mal los. Das ist jetzt also der Adaptersatz, womit man die Löcher vorfixiert. Hier sind 4 große Schrauben mit dabei. Diese 4 großen Schrauben, die werden dann nachher verwendet, um den Heckspoiler selbst zu montieren. Die legen wir erstmal beiseite. Dann sind noch verschiedene kleine Schrauben mit dabei. Die werden eben verwendet, um diese wie nenne ich es jetzt? Ich nenne es jetzt mal Hülsen, diese Metallhülsen am Carbon-Heckdeckel zu befestigen. So, und gewogen habe ich den Heckspoiler natürlich auch, damit man hier mal wieder weiß, was wiegt denn das Teil. Die Waage ist also jetzt genullt und ich packe jetzt den großen Heckspoiler einfach mal drauf. Der ist wirklich sehr, sehr leicht. Ich halte den jetzt nur ganz leicht mit einem Finger oben, dass der mir nicht umkippt, denn der steht jetzt ja nicht. Und dann schauen wir mal, was die Waage sagt. Und die Waage zeigt halt auch ein sehr, sehr leichtes Gewicht an. 1,6 Kilo. Das ist wirklich top. Das ist wirklich ein Federgewicht, sage ich mal. Dann vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema, was braucht ihr an zusätzlichen Werkzeug? Das Ganze, wie gesagt, kommt ja in verschiedenen Bausätzen, beziehungsweise je nachdem, was ich am Anfang erwähnt habe, ob ihr jetzt eine Serienheckklappe habt oder die Carbon-Heckklappe, braucht ihr andere Teile. Auch da nochmal der Hinweis, wie gesagt, wenn jemand die Serienheckklappe hat und sich den Heckspoiler geholt hat und noch nicht dieses entsprechende Adapter-Kit hat, meldet euch bei mir. Ich habe jetzt eins zu viel übrig, das heißt, das würde ich zu einem guten Kurs abgeben. Jetzt, wie gesagt, zu dem, was ihr braucht. Ihr braucht 2 Hecksnüsse, eine Hex 5 für die Montage des Heckspoilers an der Heckklappe und einmal eine Hex 4 für die kleinen Schrauben an den Hülsen, die an der Heckklappe montiert werden. Das Ganze, je nachdem, gegebenenfalls zweimal. Ich brauche das jetzt zweimal, weil mein Drehmomentschlüssel eben ein anderes Maß hat als meine kleine Ratsche. Das heißt, ich brauche diese beiden Aufsätze zweimal. Dann eben, wie bereits erwähnt, einen Drehmomentschlüssel. Hier ist es wichtig, dass ihr einen nehmt, der einen sehr kleinen Bereich abdecken kann, denn ihr braucht hier 6 Newtonmeter für alle Schrauben, für die Schrauben an den Hülsen, die sich an der Heckklappe befestigen lassen, als auch für den Heckspoiler, der dann nachher in diese Hülsen eingeführt wird. Das heißt also, ein Drehmomentschlüssel, wie gesagt, mit einem kleinen Einstellbereich, dann eben gegebenenfalls noch ein entsprechender
Drehschlüssel für die Bits, kann auch eine Ratsche sein, je nachdem was ihr habt. Was ihr außerdem braucht, sind Metallbohrer, relativ viele. Einmal habe ich jetzt hier so ein kleines Set im Bereich bis 6,5. Da braucht ihr dann von 5 an in 1er Schritten bis zur Größe 11. Die anderen Größen, die Zwischengrößen, die habe ich jetzt hier separat, weil das eben in meinem Kit nicht mit drin war, bis hin zu der letztendlichen Größe, die ihr dann für die finalen Löcher braucht. Das ist ein 11er Metallbohrer und den braucht ihr eben, wie gesagt, um die Hülsenlöcher zu erweitern. Ihr müsst da an der Stelle nur die Innenlöcher erweitern. Das heißt also nur die Innenseite der Heckklappe auf 11 aufbohren. Ihr müsst nicht komplett durch auf 11 bohren. Durch reicht es, wenn ihr mit dem 5er bohrt. Je nachdem, wie genau ihr die Mitte des Lochs getroffen habt, kann es sein, dass ihr vielleicht nach außen hin auch noch mal ein bisschen größer bohren müsst, um da eben gewisse Ungenauigkeiten auszugleichen. Und dann braucht ihr natürlich noch einen Akkuschrauber oder eben eine Bohrmaschine, damit ihr die Löcher eben bohren könnt. Das sind also die Utensilien, die ich jetzt zusätzlich gebraucht habe für die Vormontage. Vormontage heißt einfach Heckspoiler an der Heckklappe befestigen und das Ganze sozusagen für den letzten Arbeitsschritt vorbereiten, die finale Montage am Auto. Und jetzt geht's an die Montage der Heckklappe und des Heckspoilers. So, der nächste Arbeitsschritt ist jetzt, wir entfernen hier diese kleinen Abdeckungskappen. Dafür nehme ich einfach einen kleinen Schlitzschraubenzieher und nehme die runter. Und wir sehen, da sind jetzt hier solche Hülsen mit Gewinde gepresst, damit wir da später eben dann diese Platten hier auflegen können und festschrauben. Das ist jetzt auch das nächste, was ich mache. Ich nehme also hier diese Hülse, lege die auf, dann nehme ich mir hier so eine Torx-Schraube, 3 Stück, und fixiere das schon mal grob. Und dann wird gebohrt. Jetzt ist die also fixiert und kann sich nicht mehr groß bewegen. Und jetzt gehen wir mit dem Bohrer hier durch. Ich fange jetzt mit einem 4er an. BMW schreibt einen 5er. Bin jetzt ein bisschen übervorsichtig. Fange jetzt mit einem 4er an und bohre hier von innen einmal komplett durch. Bevor ich das mache, werde ich aber auf der anderen Seite ein bisschen Klebeband befestigen, damit mir das Loch hoffentlich nicht so ausfranst.
Und die gleichen Schritte machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. So, die Löcher sind jetzt alle einmal vorgebohrt und jetzt geht es darum, die Löcher eben schrittweise auf 11 mm zu erweitern und das mache ich jetzt. Das sind jetzt 6,5 mm. Ich bin mir ein bisschen unsicher, warum in der Anleitung steht, man soll auf 11 mm aufbohren, denn die Schrauben, die würden da jetzt schon durchpassen. Da bin ich wirklich sehr irritiert. Bin mir auch jetzt nicht ganz sicher, ob ich das wirklich auf 11 mm aufbohren möchte. Ich werde jetzt erstmal den Heckspoiler holen und schauen, ob das ungefähr passt mit den Löchern, bevor ich hier weitermache. Ich habe jetzt den Heckspoiler mal geholt und mal prinzipiell hier das so ganz grob reingeschraubt. Sprich also die Löcher scheinen prinzipiell zu passen. Jetzt ist wie gesagt nur die Frage mit der Größe, ob ich das wirklich mache. Ich bohre jetzt auch nochmal die andere Seite auf 6,5 mm auf und mache dann da auch nochmal grob den Heckspoiler ran und dann schaue ich mal, ob ich da weiter aufbohre. So, ich habe jetzt mal alle 4 Löcher auf 6,5 aufgebohrt und hier hinten den Flügel mal probeweise angeschraubt. Das funktioniert also. Ich denke, die Erweiterung auf 11 mm macht man, um ja, gewisse Toleranzen einzubauen, beziehungsweise eben zu ermöglichen, dass man, weil das eben nicht hundertprozentig gegebenenfalls gebohrt werden kann, um das so ein bisschen auszugleichen. Das heißt, ich werde tatsächlich auf 11 mm aufbohren
und dann mal schauen, wie das am Ende aussieht. Für den nächsten Arbeitsschritt brauchen wir jetzt zusätzlich noch einen Drehmomentschlüssel. Drehmomentschlüssel, weil die Vorgabe von BMW ist, die Schrauben dieser Metallhülsen mit 6 Newtonmeter anzuziehen. Das heißt, ich habe mir jetzt hier schon mal eine Verlängerung geholt mit einem entsprechenden Aufsatz. Der Aufsatz ist dann nachher passend für die Schrauben. Und außerdem den kleinsten Drehmomentschlüssel, den ich hatte. Wie man sehen kann, so, jetzt müsste man das erkennen können, hat er eine Skala, die bei 5 Newtonmetern losgeht. Und ich habe jetzt hier nochmal 1 Newtonmeter oben drauf gegeben. Das heißt, wir haben jetzt 6 Newtonmeter. Mit denen werde ich dann am Ende die Schrauben eben entsprechend mit 6 Newtonmeter wie Vorgabe anziehen. Was wir außerdem noch brauchen, ist Loctite, also sprich eine Schraubensicherung. Da hat BMW auch eine im Programm. Das ist die hier von BMW empfohlen wird. Da soll man dann eben die Köpfe bzw. die Enden, also das Gewindeende der Schrauben, soll man hier mit der Schraubensicherung benetzen und das dann eben entsprechend eindrehen. Das machen wir jetzt für alle 4 Hülsen und dann ist sozusagen sind die Arbeiten für die Befestigung des Heckspoilers am Heckdeckel erstmal abgeschlossen. So, jetzt werde ich also die mittleren Bohrungen, diese hier, bis auf 11 mm aufbohren. Ich beginne mit einem 9 mm Bohrer. Jetzt gehe ich zu einem 10 mm Bohrer. So, jetzt der letzte Schritt mit einem 11 mm Bohrer. Rein theoretisch müsste jetzt diese Hülse hier reinpassen. Ja, das tut sie auch einigermaßen. Es fühlt sich jetzt so an, als ob die Hülse die Carbon-Außenhaut so ein bisschen nach oben drückt. Jetzt kontrolliere ich einmal, ob die Schraube jetzt durchgeht. Ja, und wie wir sehen können, geht die Schraube jetzt durch. Hier nämlich. Das mache ich jetzt an der anderen Seite auch. Montiere die Hülsen und dann geht es tatsächlich ans Befestigen des Heckspoilers. So, der nächste Arbeitsschritt ist jetzt am Heckflügel selber. Wir sehen hier ist so ein Klebestreifen aufgebracht. Und wir haben auch im Lieferumfang diese Gummiunterlagen. Und diese Gummiunterlagen müssen jetzt mit der Vertiefung hier aufgelegt werden. Das klebt sich dann fest über diesen Klebestreifen und wird dann über die Schrauben, die von der Heckklappe in Richtung Heckspoiler gehen, eben festgedrückt. Jetzt fangen wir damit an, dass wir die Flächen, die wir bekleben wollen, oder beziehungsweise die Flächen, die in Kontakt mit dem Klebestreifen kommen, dass wir die einmal reinigen. Dazu nehme ich jetzt ganz gewöhnlichen
Haushaltsspiritus. Die Marke ist vollkommen egal. Ihr könnt auch irgendeinen anderen Fettlöser nehmen. Zum Beispiel im Lackierbereich gibt es ja auch spezifische Fettlöser. Falls ihr sowas zu Hause habt, könnt ihr das auch nehmen. Dann mache ich mir das hier ein bisschen feucht. Gehe einmal über die Fläche drüber. Ich mache das zur Sicherheit auch einmal hier. Dadurch, dass das sich um einen Alkohol, also um eine alkoholbeinhaltende Lösung handelt, verdampfen überflüssige Reste auch relativ schnell. Und die Fläche ist jetzt sauber. Jetzt gehen wir her und entfernen hier diesen Schutz des Klebestreifens. Und jetzt müssen wir hier diese eckige Aussparung hier vorne auflegen und das Ganze hier so drüber ziehen. Bis das entsprechend passt. Ich sehe gerade, da gibt es links, rechts. Jetzt hoffe ich mal, ich habe es auch richtig gemacht. Die Frage ist jetzt, wo ist links und wo ist rechts? Okay, ich glaube, es muss genau andersrum hin. Das heißt, ich mache jetzt hier die rechte Seite auch nochmal sauber. Ah ja, okay, man sieht das hier auch tatsächlich. Hier unten an der Nase ist identisch, aber hier hinten ist es einmal mehr oder weniger gerade und hier ist so leicht angeschrägt. Und das spiegelt sich auch hier wieder. Hier ist es so leicht angeschrägt und hier ist es gerade. Das heißt, wir müssen hier das also auf die rechte Seite kleben. So, das sitzt. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal auf der dann eben linken Seite. So, jetzt habe ich ihn einmal gedreht. Links hatten wir ja eben schon sauber gemacht. Zur Sicherheit mache ich das jetzt trotzdem nochmal. Nicht, dass ich zwischendrin vielleicht wieder rangedatscht habe. Hier auch die Oberfläche einmal sauber. Und hier sieht man das jetzt auch nochmal. Die Seite ist mehr oder weniger gerade oder gleichförmig. Und die andere Seite, die knickt hier unten so ein bisschen weg. Und das spiegelt sich auch hier wieder. Die Seite ist mehr oder weniger gerade und die knickt so ein bisschen weg. Ja, aber ist minimal. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so einen großen Unterschied machen würde mit links und rechts. So, dann ist das auch montiert. Jetzt haben wir sozusagen beide Seiten befestigt. Und der letzte Schritt wäre jetzt dann oder ist dann jetzt für die Vormontage, das Ganze muss natürlich noch am Fahrzeug angebracht werden, für die Vormontage wäre jetzt sozusagen diesen Heckspoiler hier oder den großen Flügel an der Heckklappe zu montieren. Wir sehen das jetzt hier nochmal, dieser Gummifuß, der das Ganze so ein bisschen schöner aussehen lässt, damit das nachher nicht gegebenenfalls irgendwelche Luftlöcher oder sowas frei gibt. Und hier genauso. Hier ist also dieser Gummifuß, der dann nachher gewisse Unebenheiten ausgleichen kann. Jetzt das Ganze wieder mit 6 Newtonmetern festziehen.
So, jetzt können wir aber starten, den Heckspoiler zu montieren. So, und jetzt versuche ich es nochmal, die Teile miteinander zu verschrauben. Ich gehe natürlich auch hier wieder her und werde Schraubensicherung anbringen auf den Schrauben. Das erste Loch, das sieht schon mal okay aus. Jetzt werde ich das schon mal leicht fixieren. So, jetzt ist das schon mal leicht fixiert. Jetzt gehe ich her und versuche das Ganze mit der zweiten Schraube. So, ich musste den Winkel ein bisschen verändern. Sprich, ich habe die ganze Heckklappe so ein bisschen angehoben und konnte dann auch die untere Schraube eindrehen. Das heißt, sowohl die untere als auch die obere Schraube haben jetzt Kontakt. Ich drehe die noch nicht ganz ein, nur ein bisschen. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite und dann werde ich festschrauben. Auch hier gehe ich jetzt her mit dem Drehmomentschlüssel und ziehe das Ganze mit 6 Newtonmetern an. Das sind sehr unangenehme Geräusche. So, die obere ist fest, Gott sei Dank. Die untere auch, okay, wunderbar. Das gleiche jetzt auch nochmal auf der anderen Seite. Boah, ich hasse dieses Knacksen. Okay, auch fest. So, fertig montiert. So, das war also die Vormontage der Heckklappe zusammen mit dem M-Performance Heckspoiler. Ich muss sagen, abgesehen von der einen Stelle, wo ich die Anleitung nicht ganz richtig verstanden habe und die Hülsen erstmal falsch montiert, ist die Anleitung wirklich sehr, sehr gut. Und die Montage ist auch, finde ich, relativ einfach. Was, wie gesagt, ein bisschen unschön war, waren diese kleinen Gewinde von den 3 Schrauben, in die man die Hülsen einsetzt. Die hätten, finde ich, ein bisschen höherwertiger sein können. Das war ein ganz schönes Gefummel, bis ich da die ein oder andere Schraube drin hatte. Nicht bei allen Schrauben war es problematisch, aber manche haben einfach irgendwie nicht sauber gegriffen. Da war das Gewinde irgendwie nicht so gut gearbeitet. Und da musste ich viel zurückdrehen, wieder vordrehen, wieder zurückdrehen, wieder vordrehen. Das war ein bisschen nervig. Und natürlich auch die Geräusche beim Festziehen jetzt des Heckspoilers. Das klingt auch nicht so geil, wenn da so Knirschgeräusche kommen bei Carbon. Aber optisch muss ich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut. Ich drehe den jetzt mal ein bisschen. Das ist schon... Ja, das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Also das ist wirklich hübsch. Sauber machen muss ich ihn natürlich noch. Dann kommt noch die Montage am Auto. Da ist also eine weitere Folge oder ein weiteres Video wird es auf jeden Fall noch geben. Nichtsdestotrotz packe ich den jetzt mal ein bisschen an eine etwas schönere Position und mache ein paar schöne Aufnahmen von dem Teil. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video mit dabei, wo es dann darum geht, die Endmontage am Fahrzeug zu machen. Bis dahin, viel Spaß und ciao.